das kam, irgendwann eine Woche vorher, bevor ich in die Stunde überhaupt abgeben wollte. Hatten Sie dann auch noch andere Fächer Ja, gleichzeitig? ja, musste ich ja auch. Ich habe dann natürlich also Soziologie studiert. Das musste man, wenn man bei Adorno war, musste man auch Soziologie studieren. Und dann war ich ja in Geschichte und in Germanistik war ich schon sehr weit. Und da konnte ich dann also meine Promotionsprüfung, die war ja damals auch noch mit mündlichen Prüfungen verbunden, konnte ich dann also in den Fächern Philosophie, Soziologie und Germanistik abschließen. Und es müsste dann ja auch eine Nähe zu Horkheimer gegeben haben. Ja, Horkheimer war ganz unheimlich wichtig. Also Horkheimer der war ja dann nicht mehr so sehr lange da, weil er dann emeritiert wurde. Aber Horkheimer war das ganze Gegenteil von Adorno als Lehrer. Also der hat wirklich materialreiche Vorlesungen gehalten und da hat man wirklich was gelernt. Und das war unglaublich, was der alles wusste. Und dann konnte er auch Reflexionen anstellen darüber, aber es war sehr solide akademische Lehre. Und dann das große Erlebnis, was uns natürlich alle geprägt hat, das waren dann immer die Hauptseminare, wo Adorno und Horkheimer Dialoge geführt haben. Und das ging dann angeblich über einen Text von Hegel. Aber die haben da frei assoziiert. Wir haben alle mit großen Ohren dabei gesessen, haben dann in der Woche darüber diskutiert, was die großen Meister von sich gegeben hatten. Und wenn es dann so 7:50 war, das war so kurz vor Schluss, und dann hat Adorno so ein unnachahmlicher Grazie so seine Uhr rausgeholt aus der Westentasche, hat dann auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, ach, es ist ja schon gleich zu Ende. Jetzt muss auch noch mal jemand anderes was sagen. Und dann sagte einer der Assistenten noch irgendwas und dann war die Sache zu Ende. Also das waren schon tolle Erfahrungen. Konnten Sie sich denn anfangs mit der kritischen Theorie identifizieren? Also von der Kombination her mit Soziologie könnte ich mir vorstellen, dass die engere Auslegung der kritischen Theorie, die ja gebunden war an Marx, Freud, Lukács, in dieser Nähe auch eine gewisse Attraktivität erzeugt hat. Ja, das war alternativlos. Also wir hatten doch gar nichts anderes. Ich meine, unsere Bibel war die Dialektik der Aufklärung. Da stand alles drin, das war auch alles richtig. Und das große Thema der Dialektik der Aufklärung ist das Verhältnis von Vernunft und Herrschaft. Also im Grunde nichts anderes als nochmal das Problem Wille zur Wahrheit als Wille zur Macht. Und hier in der Dialektik der Aufklärung wird dann verknüpft eine Genealogie der Naturbeherrschung mit einer Genealogie sozialer Herrschaft und Selbstversklavung. Wobei Freud natürlich eine große Rolle spielt bei der These, dass die Naturbeherrschung nur möglich ist durch soziale Herrschaft. Also nur in einer straff organisierten sozialen Organisation kann man große technologische Leistungen hervorbringen. Und der Preis dafür ist dann zugleich ja, das nach innen Schlagen der Herrschaft, die Selbstdisziplin des Menschen. In der Dialektik der Aufklärung heißt es, Schreckliches haben sich die Menschen antun müssen, ehe sie so eine Subjektivität ausbilden konnten, die dann das alles ermöglicht hat, diese Naturbeherrschung im großen technologischen Maßstab. Diese Verknüpfung von Naturbeherrschung, sozialer Herrschaft und Selbstversklavung ist dann nach Horkheimer und Adorno der Grund für die Dialektik von Aufklärung und Regression, also der Grund dafür, dass in ihrer Perspektive die fortgeschrittenste Aufklärung in Barbarei zurückfällt. Und dass sich dann so etwas wie Mythologie wieder herstellt, wie man es gar nicht glauben möchte, dass so etwas möglich sei wie im nationalsozialistischen Deutschland, einem doch hochindustrialisierten Land mit einer großen kulturellen auch Aufklärungstradition. Horkheimer ist, ich glaube, das ist allgemein klar, er ist eigentlich nach der Dialektik der Aufklärung philosophisch verstummt. Er hat, wie ich sehe, das ist nicht nur meine Diagnose, er hat, glaube ich, die Konsequenz daraus gezogen, dass wenn die Dialektik der Aufklärung richtig beschrieben ist, und davon war er überzeugt, es eigentlich wirklich keinen entscheidenden Platz mehr für philosophische Vernunft gibt. Höchstens so in der Reminiszenz und dann vielleicht auch in dem religiösen Ausgreifen auf ein anderes, auf ein ganz anderes. Nun, die Dialektik der Aufklärung hat hier eine ganz zentrale Bedeutung gehabt. Sie hat deswegen so eine große Bedeutung gehabt, weil das ja ein Buch ist, das wesentlich nietzscheanische Intuition ausarbeitet. Das haben wir damals in Frankfurt nicht so genau gewusst, weil man Nietzsche eigentlich nicht zitieren konnte. Nietzsche galt ja als diskreditierter Nazi-Philosoph. Diese nietzscheschen Grundgedanken werden dann mit Marx und mit Freud verbunden.
Dadurch entsteht natürlich ein sehr eindrucksvolles Tableau einer Vernunftgeschichte als Katastrophengeschichte. Ich möchte auch noch hier hinzufügen, dass vor 2 Jahren bei Herrn Münkler, also bei den Politologen, eine wichtige Dissertation entstanden ist von Carsten Fischer, in der gezeigt wird, wie stark die Dialektik der Aufklärung in der Tradition der lebensphilosophischen Kulturkritik steht. Wir haben das damals als marxistisches Buch gelesen, aber das ist eigentlich ein Missverständnis, weil außer ein paar Termini wie Tauschgesellschaft oder Warenproduktion Marx eigentlich darin gar nicht vorkommt. Und Marx, das studierte man, aber es kam ja eigentlich wenig vor. Horkheimer war ja auch immer sehr erpicht, also um Himmels Willen nicht als Marxist dazustehen. Das war ja auch verständlich in dieser Zeit McCarthy und der Adenauer-Restauration. Lukács, das war schon mehr, das war schon näher. Obwohl damals schon Geschichte und Klassenbewusstsein geklaut war. Also dieses Buch habe ich erst später dann als Raubdruck in der Studentenzeit wieder bekommen. Ja, Benjamin wurde dann eingeführt, Adorno machte ja eine 2-bändige Ausgabe. Freud, das war klar, das las man. Aber es war völlig klar, es gibt nur kritische Theorie. Und wir hatten ja auch so ein bisschen ich würde mal sagen, fast paranoides Weltbild. Also im Sinne von, hier ist noch das Licht der Vernunft und ringsherum die Wüste des Positivismus. Also, und es gab ja auch keine Kontakte nach außen. Also Horkheimer und Adorno sind ja in Wahrheit nie aus der Emigration zurückgekehrt, sondern die haben im Grunde ein autarkes Leben in Frankfurt geführt und wir waren gar nicht motiviert, mal über den Zaun zu gucken und mal zu gucken, was wird denn in Heidelberg gemacht und so. Da war ja Heidegger und Gadamer und die Heidegger-Schule und das war ja alles Faschismus. Und also wir haben da schon in Schwarz-Weiß-Kategorien gedacht. Ja, wenn es denn so überzeugend war, dann war es ja die erste kleine Schneldelbachsche Revolution, ausgerechnet über den Positivismus zu habilitieren. Ja, das war, Revolution war das nicht, aber es war erst einmal Neugierde und dann hat mich immer gestört, dass, wenn Adorno Positivismus sagte oder positivistisch, dass dann die ganze Meute lachte. Und das kam mir irgendwie komisch vor, dass niemand so richtig wusste, was das eigentlich ist. Und das rechne ich Adorno dann sehr hoch an, also als ich dann fertig war und er hatte ja keine Stelle für mich, dann wurde also für mich ein Habilitationsstipendium beantragt. Und das rechne ich ihm heute immer noch sehr hoch an, dass er eine kritische Studie über den Positivismus unterstützt hat durch ein Gutachten. Und dadurch habe ich das auch bekommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und die Arbeit musste ich dann in 2 Jahren schreiben, also das habe ich auch geschafft. Und dann dauert es natürlich furchtbar lange, bis das dann begutachtet war und so. Und Adorno hat dann auch noch mein Gutachten noch auch abgezeichnet, also hat das auch noch dann auch im Habilitationsverfahren unterstützt und ist aber dann gestorben. Also es war eine seiner letzten Amtshandlungen, dass er das Gutachten über meine Habil-Schrift unterschrieben hat und ist dann 1969 ja dann ganz überraschend in Visp in der Schweiz gestorben. Ja, war dann diese Habilitation die erste Emanzipation weg von der Faszination der kritischen Theorie? Es ist ja klar, dass Sie die positiven Effekte, die die kritische Theorie hatte, aufgelistet haben, bis hin zu Veränderungen im Strafverfahren, dass sich sehr viel Positives daraus entwickelt hat. Dennoch haben Sie sich ja auch davon emanzipiert. War dies nun der erste Schritt dazu, hin zum Positiven? Nein, also das ist so, dass es auch noch was anderes gab. Also dass es Alternativen zu dem gab, was Adorno vertrat. Das hat sich natürlich dann bald bemerkbar gemacht. Also einmal hatten wir noch einen von mir damals außerordentlich hochgeschätzten Kollegen oder Professor, den Wolfgang Kramer, der das absolute Gegenteil von Adorno war. Also der war eigentlich das war ein Mann, der hat eigentlich nur gedacht. Also der hat seine Philosophie im Café Laumer mit Papier und Bleistift entwickelt. Ja. Und der hat so eine rationalistische Metaphysik im Kopf gehabt, eine Theorie des Geistes. Also das ist leider vergessen, aber was man da mitkriegte, war, da konnte man einem zugucken beim Denken. Im Sinne eines, nicht so, bei Adorno konnte man auch zugucken beim Denken, aber das war ein ganz anderer Stil. Also dass man der Kramer, der hat einem so was vorgemacht wie, du kannst durch Nachdenken was rauskriegen. So. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und es hat einem auch Mut gemacht, also zu seinen eigenen Gedanken. Bei Adorno war es ja immer so, das wurde ja dann immer alles dialektisch. Und da gab es ja immer sofort wieder Einwände und dann musste man das dialektisch sehen und kein Mensch wusste so richtig, was das eigentlich bedeutet.
Also das ist einmal Kramer gewesen. Und dann kam ja Liebrucks, da war auch als C4 oder Ordinarius. Und der hielt nun einfach mal Vorlesungen über Autoren, die uns überhaupt nicht geläufig waren. Also Hannah Arendt oder Gehlen, Nikolai Hartmann, sowas. Ich bin da immer fleißig hingegangen, weil man dann einfach seinen Horizont erweiterte. Und er hatte auch 2 sehr gute Assistenten. Und da erlebte man eigentlich mal so ein ganz freies, undogmatisches Philosophieren. Also man merkte einfach doch, wie wir so eingerastet waren und wie wir eigentlich uns so in so einer gewissen Dogmatik so verrannt hatten. Aber dann hat Und dann sich kamen, also um das noch zu sagen, dann kamen dann natürlich auch die ersten Zweifel so an der Dialektik der Aufklärung. Also ist das sozusagen wirklich die Erklärung der Geschichte der abendländischen Zivilisation? Also so kamen dann auch allmählich so Zweifel dran, ne? Und auch sowas wie Neugier. Und heute halten Sie ja dann selbst die Verdünnung der kritischen Theorie, also dass sie nur daran bestehe, Wissenschaft und Kritik sollten sich miteinander verbinden, für gescheitert. Äh, Sie sagen, dass Wissenschaft, Kritik und eben normative Begründung wieder auseinandertreten. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig gewesen. Also ich will noch sagen, großen Einfluss hat dann natürlich auch Habermas gehabt. Also er ist ja vor meiner Promotion, hat er seine Antrittsvorlesung gehalten, 1965, als Nachfolger von Horkheimer. Horkheimer hatte sich erbittert gegen ihn gewehrt als seinen Nachfolger. Und das war diese Erkenntnis und Interesse. Das hat uns ja damals außerordentlich beeindruckt. Und Habermas hat ja dann versucht, also die kritische Theorie ja aufrechtzuerhalten, so aus ihrer dogmatischen Engführung herauszuführen. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und auch Apel, die Arbeiten von Karl Otto Apel seit 1963. Also das sind alles so Dinge, die einen dann doch geprägt haben und wo man doch auch Unterstützung fand. Und nun ist es so, weil Sie gerade gesagt haben, verdünnte Form. Also Adorno und Horkheimer, die haben ja noch versucht, so diese die Marx-Hegelsche Version der kritischen Theorie noch aufrechtzuerhalten. Also im Sinne so einer Einheit von Theorie und Kritik. So Vorbild Kritik der politischen Ökonomie von Marx. Das war bei Habermas schon nicht mehr der Fall. Der hatte schon kapiert, dass das nicht funktioniert. Und der hat dann so eine mehr hermeneutische Verbindung so von Kritik und Wissenschaft ins Auge gefasst. Also wie eben Erkenntnis und Interesse. Eigentlich so eine Art sozialphilosophische Transzendentalphilosophie. Also das war schon sehr weit weg von Hegel und Marx. Nicht? Und so ist es dann auch weitergegangen. Und das hat auch außerordentlich polarisiert. Also es ist unglaublich gewesen, das kam natürlich die Studentenbewegung noch dazu, in den 60er und frühen 70er Jahren. Also da war eigentlich das philosophische Seminar in Frankfurt war eigentlich tief gespalten. Da gab es auf der einen Seite, vor allen Dingen dann auch nach dem Tod Adornos, gab es dann eben so die Orthodoxen, die versucht haben, das nun so wirklich festzuhalten, so was sie glaubten, was bei Adorno fixiert ist. Und dann eben Habermas, der als der große Verderber und also das glaubt man heute gar nicht mehr, also als großer Korrumpator der kritischen Theorie angeprangert wurde. Also heute wird das immer so harmonistisch gesehen. Das war angeblich eine Schule und so. Das war überhaupt nicht der Fall. Also so sozusagen, das war auch der Weg, der mir da auch so geebnet worden ist, sozusagen aus dieser Engführung, aus dieser Dogmatik, möchte ich mal sagen, der Frankfurter Dogmatik irgendwie herauszufinden. Also es gab ja auch Versuche, die kritische Theorie gewissermaßen unter Quarantäne zu stellen und sie dadurch zu erhalten. Und das ist ja gründlich misslungen. Also in der kritischen Theorie war immer ein wichtiger Satz, den Horkheimer mal formuliert hat, dass die Veränderung der Theorie durch die aktuellen Ansprüche Bestandteil gewissermaßen des Lehrgehalts dieser Theorie seien. Also gewissermaßen, dass diese Theorie immer gewissermaßen auf Lernfähigkeit und Selbstkritik hin angelegt war. Und insofern sind natürlich alle Versuche, so etwas wie eine Frankfurter Orthodoxie zu gründen, auch fehlgeschlagen. Und in dem Sinne habe ich halt immer versucht, dazu zu lernen, das aufzunehmen, was mir wichtig erschien. Und so hat sich dann so mein Weg ergeben, aber gar nicht planmäßig und gar nicht primär im Sinne der Stabilisierung einer philosophischen Weltanschauung. Nochmal Karl Marx, was ist noch für Sie bleiben? Was haben Sie von Karl Marx gelernt? Ja, also zunächst einmal war für uns damals in den 50er Jahren Marx eine gewisse Offenbarung. Er war ja monopolisiert durch den Osten, sozusagen zum Schutzheiligen des dialektischen Materialismus und der Sowjetideologie geworden.
Und da gab es damals, so 1953 war das von dem damaligen Hamburger Soziologen Landshut, eine Herausgabe der Frühschriften. Und diese Frühschriften, die haben uns schon fasziniert. Vor allen Dingen, was uns da angezogen hat, war so diese Idee einer Einheit von Theorie und Praxis. Also dass man eine sozusagen fortschrittliche, humanistische, revolutionäre Theorie haben kann, aber zugleich auch an ihrer Verwirklichung arbeiten. Und wir haben das eigentlich damals so, natürlich nach dem Vorbild unserer Lehrer Horkheimer und Adorno, eigentlich als eine Fortsetzung der kritischen Philosophie Kants verstanden. Also als müsste eigentlich die kantische kritische Philosophie ergänzt werden um die Dimension der Ideologiekritik. Das war sehr attraktiv, hatte aber auch so seine Fallen, weil man natürlich leicht in die Gefahr kam, sich dann immer schon das richtige gesellschaftliche Bewusstsein zuzuschreiben und alles Übrige für Ideologie zu halten. Das war dann ein bisschen die Gefahr, die damit verbunden war. Aber daran möchte ich auch doch festhalten. Also den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und Bewusstseinsformen. Ich denke, das ist eigentlich das, was man heute auch noch von Marx lernen kann. Aber die Verwirklichung der Philosophie, das war ja für ihn ja eigentlich das welthistorische Werk des Proletariats und nicht der Philosophen selber. Und das verschwand natürlich von der Bildfläche in dem Maße, in dem das Proletariat verschwand. Also, und diese Vorstellung, dass es so etwas geben müsse wie ein welthistorisches Subjekt der Verwirklichung der Philosophie, das aber nicht durch die Philosophen repräsentiert wird, das ist so ein Mythos, der ja weit noch in die Studentenbewegung und in die Protestbewegung der 70er Jahre gewirkt hat. Ja, was ist jetzt im Kern so verkehrt an dem Zusammenhalt von Wissenschaft, Kritik und der normativen Begründung? Naja, weil es, ganz simpel gesagt, es gibt eben keinen naturalistischen Fehlschluss. Ich denke, ich habe immer das so ausgedrückt, Max Weber, der ja als Erzpositivist von Adorno beschimpft worden ist, Max Weber hat sich eben gegenüber Marx durchgesetzt. Und vor allen Dingen auch der ganze Positivismusstreit ist ja verloren gegangen für Frankfurt, weil vor allen Dingen Adorno völlig inkompetent über die Werturteilsfrage sich geäußert hat. Der war einfach nicht auf dem Stand der Diskussion. Und ich denke, dass man hinter Max Weber nicht zurück kann, dass man einfach sehen muss, dass politische Stellungnahmen und wissenschaftliche Aussagen, dass das nicht auseinander ableitbar ist. Und ich finde das auch ehrlicher, dass man dann eben sagt, gut, also das ist das, was ich sozusagen, das ist das, was die Wissenschaft sagen kann, aber im Übrigen habe ich auch noch normative Überzeugung. Aber ich beanspruche nicht mehr, das ist der Punkt, ich beanspruche nicht mehr, dass mir die Wissenschaft sagen kann, was ich für normative Überzeugungen haben kann. Also das ist ja die große Falle gewesen, auch im Marxismus. Die haben ja sowas vertreten wie Kautsky und so, die haben sowas vertreten, wir brauchen keine Ethik. Sondern die Geschichtsphilosophie sagt uns ja, wo es lang geht. Also die Theorie, die Gesellschaftstheorie. Also der Fehler in der kritischen Theorie hat darin bestanden, jedenfalls, also cum grano salis, das sind auch nochmal Unterschiede zwischen Horkheimer und Adorno gewesen. Es ist ein Fehler der kritischen Theorie gewesen, zu glauben, dass einen die Wissenschaft, also die Gesellschaftstheorie davon entlasten kann, normativ Stellung zu nehmen. So, das muss man selber verantworten. Das ist auch meine Position heute. Aber um nochmal auf die Frage der Kritik zu kommen, das war ja nicht der Punkt in der kritischen Theorie, sondern die haben versucht, sozusagen den Kern der marxischen Dialektik, vor allem der Warenproduktion, festzuhalten und haben versucht eben zu zeigen, dass es möglich ist, Kritik der politischen Ökonomie zu leisten in einem doppelten Sinn. Dadurch, dass man die Theorie der politischen Ökonomie kritisiert, zugleich die reale politische Ökonomie kritisiert. Und sie haben gemeint, und das ist natürlich ein Hegelsches Erbe, dass
diese ganze Ökonomie in sich sozusagen widersprüchlich ist, dass sie dialektisch ist, wobei man unter Dialektik dann auch immer reale Widersprüche verstanden hat. Und dass man eigentlich gar nichts anderes machen muss, als das aufzudecken. So reines Zusehen, das ist so ein Hegelsches Erbe. So haben die sich verstanden. Also Horkheimer war da immer, der war nie so konsequent. Horkheimer hatte immer einen sehr starken Schuss von Schopenhauer drin. Und Horkheimer hat auch immer was gewusst davon, dass es auch eines Impulses bedarf, eines moralischen Impulses, um Stellung zu nehmen, um kritisch zu sein. Also er hat nie so eine vollendete Dialektik von Theorie und Praxis ins Auge gefasst, aber bei Adorno ist der viel hegelianischer gewesen. Und dass man dann, wenn man so hegelianisch ist, nur zusieht, ist das der Grund, dass Sie dann sagen, mit den Mitteln der radikalen Gesellschaftskritik trug die kritische Theorie zur Entpolitisierung der Intellektuellen bei? Ja, genau dadurch, ja. Also das hat eben zwei Seiten. Der eine Punkt ist, wenn man eine so totale Vermittlung von eine totale Vermittlung von Theorie und Praxis ins Auge fasst und auch sagt, die Wirklichkeit ist so verfasst, dann muss ja jede Reform steht ja unter dem Verdacht, sozusagen subjektivistisch, aktionistisch zu sein. Und der zweite Punkt, wenn man sozusagen immer in der Totalität denkt, und das war bei Adorno ja durch den Satz, das Ganze ist das Unwahre, immer präformiert, dann kann Praxis nur in einer erlösenden Revolution bestehen. Und alles andere ist Pragmatismus, also schlechter, hemdsärmlicher Pragmatismus. Das waren Debatten, die wir da wirklich erbittert geführt haben. Und ich habe dann eben wirklich auch erlebt, dass man dann so kritisch war, dass man sich dann aus der Politik zurückziehen konnte. Weil die Politik war ja immer nur hemdsärmlicher Pragmatismus. Also Reformpolitik war immer schlecht, weil es gab ja diesen schrecklichen Satz, jede partielle Verbesserung ist eine Stabilisierung des schlechten Ganzen. Nicht? Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann ist tatsächlich ein Teil der kritischen Theorie wirklich in die Falle gelaufen, sich wieder in dieses bildungsbürgerliche Ghetto zurückzuziehen, der politischen Abstinenz, aber jetzt sozusagen mit einem extrem kritischen Bewusstsein. Und das ist der Punkt, den ich heute also immer noch moniere, wo ich also mich eigentlich immer noch drüber erbittern kann, und Adorno hat immer sowas vertreten, wie die Praxis ist verstellt, die verändernde Praxis ist blockiert. Allerdings bei einer Debatte im letzten Herbst, auch zum Andenken an Adornos 100. Geburtstag, haben dann andere, wie zum Beispiel der Ludwig von Friedeburg, eben was ganz anderes berichtet. Die haben dann berichtet, dass Adorno lebhaft an Reformprojekten mitgearbeitet hat, also Reform der Soziologenausbildung. Es gibt natürlich die Aufsätze Erziehungsnah Auschwitz und was heißt Bewältigung der Vergangenheit. Und da bin ich jetzt der Meinung, dass Adorno offenbar eine gespaltene Persönlichkeit war, was das betrifft. Also links von der Friedrich-Ebert-Anlage, da ist dann das Institut für Sozialforschung, da war er der große Reformist und große Aufklärer. Und rechts davon, im Hauptgebäude, in einem philosophischen Seminar, wurden solche Sachen geredet, wie die Praxis ist verstellt und das ist und so weiter. Also Dialektik in Gelee. Also es kann sich überhaupt nichts rühren. Die Welt ist zugemauert. Und wir Philosophen haben das so irgendwie, haben das wahrgenommen und nicht so sehr die reformistischen Potenzen, die in der kritischen Theorie auch lagen. Kann das denn auch entgegen der generellen Linie, wie Sie die 11. Feuerbach-These von Karl Marx interpretiert haben, die auch im Foyer der Humboldt-Universität zitiert ist, kann das denn in diesem Zusammenhang auch befreiend sein? Weil man eben nicht Was mehr könnte befreiend sein? die Praxis einzufordern und nicht nur zuzusehen. Ja, also ich kann das nicht bestätigen. Ich finde, wir haben viel zu viel Praxis. Die Welt verändert sich dermaßen schnell, dass wir mit dem Interpretieren nicht mehr hinterherkommen. Und es ist ja nicht wahr, was wir uns natürlich damals immer eingeredet haben, dass wir wirklich über eine hieb- und stichfeste Gesellschaftsanalyse verfügen. So dass wir wirklich sagen können, also hier sind die Hebel anzusetzen, jetzt lasst uns mal was machen. Das stimmt ja gar nicht. Und wenn man mal Adorno nachliest, also aus diesen Zeiten, dann ist es ja immer nur das Tauschprinzip und das müsste abgeschafft werden. Und ich meine, was soll denn das konkret heißen? Also wir können doch gar keine andere Politik machen als Reformpolitik. Oder was soll die Alternative sein? Also den Kapitalismus abschaffen oder was? Nein, die Praxis wäre dann heute
den Reformstau zu überwinden. Ja, aber das ist doch keine Praxis, die aus einer Theorie folgt. Also aus welcher Theorie folgt denn die Sache mit dem Reformstau? Das wusste Aristoteles schon. Aristoteles wusste, dass politisches Handeln immer im Konkreten stattfindet. Aber das ist ja auch diese marxistische Verblendung, die darin bestanden hat, es gäbe eine Theorie, jetzt geht es nur darum, sie umzusetzen. So hat man in der Studentenbewegung ja auch noch geredet. Und das waren immer Lügen. Also diejenigen, die die Macht gehabt haben, wie Lenin oder Stalin oder erst recht Mao Zedong, da stimmt das ja gar nicht. Die haben ja nicht einfach eine Theorie umgesetzt, sondern die haben einfach Machtpolitik betrieben. Und auch ganz von der Hand in den Mund, also gar keine Frage. Wie erklärt es sich denn dann, wenn Sie sich emanzipiert haben von den Totalitätsansprüchen? Sie sagen, Adorno hält das Ganze für unwahr, Hegel das Ganze für wahr. Marx hat ebenfalls unter anderem einen Totalitätsanspruch in seiner politischen Theorie. Warum haben Sie dann ausgerechnet zu diesen Theorien hauptsächlich gearbeitet? Also sich dann weiter mit Hegel beschäftigt und eben auch zu Adorno? Ja, also erstmal mit Emanzipation, so ist das ja nicht gewesen. Also ich will ja jetzt auch keinen neuen Mythos erzeugen, sondern der Punkt ist einfach, es hat sich Skepsis geregt und ich war halt nicht imstande, sozusagen diese Skepsis permanent zu unterdrücken. So ist das gewesen. Also Emanzipation, das klingt einfach zu dramatisch. Es sind einfach viel zu viele Dinge ins Rutschen gekommen, einfach dadurch, dass man sich eben mit anderen Sachen beschäftigt hat. Also zum Beispiel, ich habe mich mit dem logischen Positivismus dann beschäftigt und dann habe ich plötzlich mal gemerkt, dass die Vertreter des logischen Positivismus, dass das ganz linke Vögel gewesen sind. Also der Neurath war ein ganz radikaler linker Sozialdemokrat. Also da stimmten da die Verhältnisse nicht mehr, dass man einfach sagen konnte, also Positivismus, das ist reaktionär und Dialektik ist fortschrittlich und so. Und dann natürlich auch viele Dinge, die man einfach gelernt hat, die man gesehen hat. Dann hat man sich mit Popper beschäftigt. Und das war plötzlich eine ganz reformistische Geschichte. Und dann hat man sich mal überlegt, was ist denn nun tatsächlich chancenreich und wer hat die besseren Argumente? So ist das gewesen. Gut, ich habe mich immer mit Hegel beschäftigt, das stimmt, also immer in Abständen. Das will ich mal ganz einfach so sagen. Also Hegel ist so ein intellektueller Traum. Also wenn man sich wirklich so auf Philosophie einlässt und vielleicht mit Kant sagt, man hat das Schicksal, in die Metaphysik verliebt zu sein oder in die Philosophie verliebt zu sein, dann ist Hegel immer noch so, dass man sagt, so muss es eigentlich sein. Also so müsste die Philosophie sein. Und das ist eher so eine permanente Provokation. Nicht? Und wenn man dann natürlich auch in die Materialien reinguckt, also in seine Vorlesungen und so, es ist einfach, er lässt einen schon nicht los, weil es so unglaublich ist, was der Mann gearbeitet hat, verarbeitet hat, was er auch in die Wege geleitet hat. Also er ist ja nicht bloß, das ist ja immer sozusagen die Linie, die uns immer vor Augen stand, ist ja nicht so, dass er nur, sag mal, der Großvater des Sozialismus ist, sondern er hat ja auch die ganzen Geisteswissenschaften auf den Weg gebracht. Nicht? Also seine Vorlesungen über Ästhetik sind ganz große kunstwissenschaftliche Dokumente und so weiter. Nicht? Also auch seine Philosophiegeschichte ist ein methodisches Vorbild für 150 Jahre Philosophiegeschichtsschreibung gewesen. Also ich will jetzt nicht ins Schwärmen kommen, aber ich habe dann in meiner Hegel-Einführung eben auch geschrieben, ich mache eine Einführung in eine Philosophie, die man nicht vertreten kann. Und ich gebe zu, dass mir das leid tut. Sowohl das Argument der Grenze wie auch das Argument des Misstrauens in das Misstrauen hat nicht allgemein überzeugt. Und das hängt eben damit zusammen, wie ich versucht habe zu verdeutlichen, dass Hegel eigentlich den absoluten Idealismus schon in die Prämissen hineinsteckt. Also vor allen Dingen in der Form eines Holismus des Bewusstseins. Sie dürfen ja nicht vergessen, also immer wird behauptet, Hegel sei der preußische Staatsphilosoph gewesen. Das stimmt einfach nicht. Also Hegel hat immer unter Beschuss gestanden. Hegel wurde immer nur von dem Premierminister Altenberg gedeckt. Ansonsten war der den preußischen Konservativen viel zu liberal. Der hing ja auch an der Französischen Revolution, hatte ja die Französische Revolution sogar als welthistorisch notwendig verteidigt, hatte in seiner Rechtsphilosophie einen Rechtsstaat gefordert und einen Verfassungsstaat als vernünftig dargestellt. Und das war Preußen nur in ganz bescheidenem Maße. Das Verfassungsversprechen war ja gar nicht eingelöst worden. Also glauben Sie das nicht. Ja, das hat Rudolf Heim 1857 in die Welt gesetzt und ist dann bis Popper und Topitsch weitergeführt worden. Hegel, der Philosoph der preußischen Restauration, das stimmt einfach nicht.
Herr Schnedelbach hat über Platon, über Hegel, Frege, Wittgenstein, Searle, Strawson, Quine, Davidson, aber auch über Heidegger, Foucault und Lyotard viel besuchte, einflussreiche und rhetorisch brillante Lehrveranstaltungen abgehalten. Das habe ich dann immer toll gefunden, dass dann, sagen wir so, die Generation nach mir, auch der Frankfurter, dann die Dialektik der Aufklärung ganz neu gelesen haben, aber überhaupt nicht mehr in der Perspektive von Marx oder kritischer Gesellschaftstheorie, sondern in der Perspektive sozusagen des französischen Nietzscheanismus. Erstaunlich ist dann, dass dann um 1990, so in meiner Perspektive, diese radikale Vernunftkritik, die uns wirklich ein paar Jahre radikal aufgeregt hat, verstummt ist. Ich finde, dass da auch zum Beispiel der Golfkrieg und die ganze Aufregung über Pazifismus und all solche Sachen eine Rolle gespielt haben. Irgendwie konnte man es dann nicht mehr hören. Also die radikale Vernunftkritik hat immer gesagt, die Vernunft ist an allem schuld. Eigentlich ist die Vernunft der Grund unseres Verhängnisses. Deswegen mit Heidegger aussteigen oder auf die Differenz warten. Das kann man doch einfach nicht glauben. Ne? Also man kann doch nicht glauben, dass der Holocaust oder der Golfkrieg oder die Schrecklichkeiten der Balkankriege, dass die aus zu viel Vernunft stammen sollen. Machen Sie das mal Menschen auf der Straße klar. We are human like you. So, jetzt machen wir erstmal eine Pause. Wer nichts behauptet und nichts vertritt, der kann auch nicht irren und ist immer fein raus. Etwas zu behaupten und zu vertreten ist hingegen immer mit dem Risiko des Irrtums verknüpft. Aber das ist doch kein Grund, nichts zu behaupten und zu vertreten. Jetzt muss man gleich noch die sowjetische dahinter spielen. Ja? Die war auch toll.